Es wäre ein wenig unpassend gewesen, wenn ich als Organisatorin meinen Job vernachlässigt hätte, nur um zu tanzen. Aber zum Glück können wir das ja nachholen. Tolle Idee. Darf ich bitten? Rufen Sie mich doch bitte an, wenn es was Neues gibt, ja? Und Ihre Kollegen irgendwas aus Jens rausbekommen? Das war das Krankenhaus. Herr Kramer ist leider infolge des Unfalls ins Koma gefallen. Ich werde mich sofort mit dem behandelnden Arzt in Verbindung setzen. Vielleicht kann der ja schon abschätzen, wann Herr Kramer wieder aus dem Koma erwacht. Und was machen wir so lange? Sollen wir hier rumhocken und warten? Wir müssen irgendwas unternehmen. Wir müssen Sebastian finden. Er stirbt sonst. Das ist mir bewusst, Frau Brandner. Und ich versichere Ihnen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um ihn zu finden. Also wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann sagen Sie Bescheid. Ja? Ich will auch was tun. Vielen Dank für Ihr Angebot. Aber überlassen Sie das bitte der Polizei. Herr Peters hat recht. Wir sollten das wirklich der Polizei überlassen. Außerdem müssen wir der Familie Bescheid geben. Die wissen doch gar nichts von Sebastians Entführung. Herr Brandner, das würde ich gerne auch selbst übernehmen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür. Ja, natürlich. Am besten, Sie gehen jetzt erstmal nach Hause und versuchen, sich ein bisschen zu beruhigen. Wenn es irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt, dann informiere ich Sie. Versprochen. Na gut. Herr Lydia, willst du mit zu uns? Ist was passiert? Wir haben unten den Polizeiwagen stehen sehen. Den perfektesten Abend, den ich seit langem hatte. Es war wirklich wunderschön, Stella. Aber auch die perfektesten Abende müssen irgendwann zu Ende gehen. Im Gegensatz zu dir habe ich morgen leider nicht frei. Und wenn ich jetzt nicht endlich ins Bett gehe, dann kann ich gleich hier bleiben, bis das Schneiders wieder öffnet. Das möchte ich dir natürlich nicht zumuten. Also dann, darauf, dass man am besten dann aufhört, wenn es am schönsten ist. Und auf dich. Dank dir bin ich wenigstens noch ein wenig zum Feiern gekommen. Wie wäre es, wenn ich morgen früh auf einen Kaffee vorbeischaue? Wenn ich ausgeschlafen habe. Ja, mach das. Du wirst sehen, wir beide werden noch unzertrennlich. Das war wirklich ein tolles Fest. Durch die Masken hatte alles so einen geheimnisvollen Touch. Ich meine, man wusste ja nie genau, mit wem man gerade spricht. Ja, echt super toll. Deswegen habe ich auch den ganzen Abend nach Gregor gesucht. Und als ich ihn dann endlich gefunden hatte, wollte er noch nicht mal mit mir tanzen. Und jetzt? Ich meine, ist ja nicht gerade ein gutes Zeichen. Judith, bau mich auf. Dafür ist eine Freundin schließlich da. Sorry, ich sag ja nicht, dass du gleich alles hinschmeißen sollst. Das werde ich auch nicht. Ich habe mir vorgenommen, Gregor zu kämpfen. Ich meine, ich wusste von Anfang an, dass es nicht einfach wird. Aber dann gebe ich ja nicht gleich beim ersten Rückschlag auf. Das ist die richtige Einstellung. Du, ich muss los. Wir sehen uns morgen. Danke für die Einladung. Klar, kein Thema. Bis dann. Rebecca, da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Was ist denn los? Komm mit. Was macht denn die Polizei hier? Ist irgendwas passiert? Das wird Herr Peters uns gleich sagen. Wir haben auf dich gewartet, denn es geht um Sebastian. Ja, ich muss Ihnen leider eine schlechte Nachricht überbringen. Sebastian von Lahnstein ist entführt worden. Was? Wieso entführt? Ich kann Ihnen noch nichts Näheres zu den Umständen sagen. Im Moment wissen wir nicht mal, wo er festgehalten wird. Rebecca.
diese Erdbeermarmelade wirklich vorzüglich. Kann ich nur empfehlen. Der Polizeipräsident ist ein alter Freund von Johannes. Er hat mir versichert, dass alle notwendigen Einsatzkräfte und Mittel zur Verfügung gestellt werden. Man hat extra eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich nur mit der Entführung beschäftigt. Sie werden Sebastian finden, ganz sicher. Eigentlich hat er heute einen Gerichtstermin. Ich kümmere mich darum, dass der Termin verschoben wird. Ja, hallo, Rebecca von Landstein hier? Sie sind es, Frau Reitzel. Ja, einen Moment. Ja, Frau Reitzel. Ja, dann schicken Sie ihm ein Fax. Ja, ja, das ist die gleiche Nummer. Gut, dann melde ich mich noch mal bei Ihnen. Ja, wiederhören. Ja, Glück gehabt, was? Das hätte auch das Leichenschauhaus sein können. Ansgar, in solchen Momenten, da verspüre ich große Lust, dir einfach mal ein paar reinzuhauen. Tu's doch. Je, Humor war wirklich noch nie eure Stärke. Hm? Stella, so früh schon auf den Beinen? Du wolltest dich doch ausschlafen. Meine innere Uhr ist genauso präzise wie eine Funkuhr. Und mindestens genauso unüberhörbar. Oh, du Arme. Espresso? Her damit. Und hast du dir schon überlegt, was du mit deinem freien Tag anstellen willst? Ich hatte vor, in die Therme zu fahren. Massage, Sauna, Solebad. Klingt gut. Also, zu zweit macht das bestimmt mehr Spaß. Willst du mich etwa von der Arbeit fortlocken? So gut wie das Schneiders geführt ist, kommen deine Angestellten bestimmt auch ein paar Stunden ohne dich zurecht. Ja, aber seit mein Kellner Angelo weg ist, muss ich viele Aufgaben wieder selbst übernehmen. Und ausgerechnet heute will Xavier mit mir die neue Menükarte besprechen. Du bist doch die Chefin. Verleg das einfach auf morgen. Ach, Lust habe ich schon, aber weißt du, das geht einfach Tut mir nicht. leid, dass ich zu spät bin. Ich zieh mich sofort um, okay? Ah, da hat wohl einer gefeiert, was? Überredest du deine Tante heute freizunehmen? Untersteh dich, Olli. Ich kann schon so der Versuchung schwer widerstehen. Ihr wisst es noch gar nicht? Was? Sebastian von Lahnstein, ja. Klar weißt du es nicht, sonst wärst du ja nicht hier, sondern auf Königsbrunn. Was ist denn mit Sebastian? Ist ihm was zugestoßen? Hier, dieser Pressetext ist schon redigiert. Den können Sie gleich per Kurier an die Agentur rausschicken. Mach ich. Entschuldigung, ich suche Ihren Bruder. Der ist heute nicht im Haus. Ich versuche schon seit vorgestern ihn zu Tut erreichen. mir leid, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ach, Rebecca, wenn du für heute Schluss machen möchtest, das ist kein Problem. Danke, ich bleibe lieber. Es hilft doch niemandem, wenn du die Heldin spielst. Elisabeth, überlass das mir, okay? Es tut mir leid, ich glaube, ich brauche ein bisschen frische Luft, dann mache ich hier weiter. Okay. Hallo Becky. Na, alles klar? Ja, danke. Und Sebastian? Was? Dein Bruder. Geht's ihm auch gut? Er wurde entführt. Was? Was ist denn passiert? Rebecca! Und es ist echt okay, wenn ich zur Arbeit gehe? Elisabeth gibt mir bestimmt frei, wenn du lieber nicht alleine sein willst. Oder auch nicht. Was heißt denn alleine? Ich bin doch auch noch da. Hm? Das ist echt süß, David, aber ich komme schon klar. Okay, ciao. Ihr meldet euch, wenn ihr was hört. Ich habe gerade mit Elisabeth telefoniert. Die Lahnsteins haben ihre Beziehung spielen lassen. Die gesamte Düsseldorfer Polizei fahndet jetzt nach Sebastian. Aber der Kommissar hat auch versprochen, dass er sich meldet, sobald er was Neues weiß. Und da er sich noch nicht gemeldet hat, hat er auch noch nichts gefunden. Das ist doch nicht gesagt. Wahrscheinlich melden sie sich erst, wenn sie hundertprozentig sicher sind, auf der richtigen Spur zu sein. Aber selbst wenn sie irgendwas finden,
Ich glaube nicht, dass Jens so dumm war, irgendwo einen Hinweis darauf zu hinterlassen, wo er Sebastian versteckt hat. Wer weiß? Vielleicht doch. Papa, es ist wirklich nett, dass du mich aufmuntern willst, aber sei mal ehrlich. Nur Jens kann uns zu Sebastian führen. Und was ist, wenn er nie wieder aus dem Koma erwacht? Was ist, wenn die Polizei keine brauchbare Spur findet? Was passiert dann mit Sebastian? Sie werden etwas finden. Bestimmt. Hör zu, die Ermittlungsmethoden heutzutage sind sehr, sehr gut. Die können am Matsch unter einem Autoreifen feststellen, wo der Wagen überall unterwegs gewesen ist. Wenn er überhaupt Matsch lag. Das war nur ein Beispiel. Lydia, wir dürfen jetzt die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, du hast recht. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Sebastian zuliebe. Ja, danke. Nichts Neues. Ich werde mit dem Einsatzleiter verbunden. Was machen Sie denn hier? Sie haben doch heute frei. Ich habe erfahren, was passiert ist und wollte wissen, ob ich irgendwas tun kann. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, aber den Weg hätten Sie sich sparen können. Ein Anruf hätte genügt. Genießen Sie Ihren freien Tag. Aber ich dachte, ich könnte Ihnen irgendwas abnehmen. Wir haben hier alles im Griff. Es hilft uns nicht weiter, wenn wir alle wie aufgescheuchte Hühner rumrennen. Ich erwarte, dass alles seinen gewohnten Gang geht. Dann entschuldigen Sie die Störung, Gräfin Landstein. Sarah? Ja. Rebecca. Und gibt's was Neues? Also ich meine, hat die Polizei endlich eine heiße Spur? Leider nicht. Ich bin auf jeden Fall für dich da. Also, wenn du jemanden zum Quatschen brauchst oder einfach nicht alleine sein willst, dann... Ah, das ist lieb von dir, aber ich komm schon klar. Steh. Hast du was von Lydia gehört? Ich habe gerade bei ihr angerufen. Ihr Vater war am Telefon, sie schläft noch. Ja, ich mach dann mal weiter. Bist du sicher, dass Arbeiten jetzt das Richtige für dich ist? Wenn ich ins Nachdenken komme, dann dreh ich durch. Na dann. Also wenn du es dir anders überlegst, du kannst mich immer anrufen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Das ist wirklich lieb von dir, aber ich schaff das schon. Trotzdem danke. Hey. Sie wünschen, Herr Degenhardt? Ist mein Sohn da? Sie meinen den Grafen Leonhard. Ich werde nachfragen. Schon gut, Justus. Was willst du hier? Ich wollte fragen, ob es Neuigkeiten gibt von Sebastian. Ich mache mir Sorgen um ihn. Was soll das, Adrian? Willst du mir mit dieser kleinen Showeinlage beweisen, dass du doch ein Herz hast? Rebecca und Sebastian sind wie Kinder für mich. Und ob du es glaubst oder nicht, sie sind mir nicht egal. Mal ehrlich. Was menschliche Gefühle angeht, glaube ich dir kein Wort. Nach allem, was du unserer Familie angetan hast, da braucht es schon ein Wunder, bis dir irgendwann mal wieder irgendjemand von uns vertraut. Guck mal, Leonhard, ich will doch nur eine Information. Lies die Zeitung. Haben Sie was rausgekriegt? Guten Tag, Frau Brandner. Hallo, Herr Brandner. Hallo. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Und? Herr Kramer hat infolge des Unfalls ein Schädel-Hirntrauma erlitten. Er liegt leider immer noch im Koma. Das heißt, er ist derzeit überhaupt nicht ansprechbar? Ja. Die Ärzte wissen auch noch nicht, wann er wieder zu Bewusstsein kommt. Oder ob überhaupt. Allerdings haben wir in seiner Wohnung Blutspuren gefunden. Die werden in unserem Labor gerade mit DNA-Proben von Sebastian von Lahnstein verglichen. Ja, aber wir haben Sebastian ja gestern noch über die Webcam gesehen. Das Blut muss also von älteren Verletzungen stammen, oder? Ja, das ist anzunehmen.
Wenn es sich überhaupt um Blut Ihres Freundes handelt. Haben Sie denn irgendeinen Hinweis darauf, wohin Jens Sebastian verschleppt haben könnte? Wir haben in Herrn Kramers Wohnung einige Beweise sichergestellt und sind gerade dabei, sie auszuwerten. Bin mir sicher, da ist was dabei. Ich bin mir sicher, dass Sie ihn finden werden, Herr Peters. Sebastian wäre sehr stolz auf dich, wenn er wüsste, wie stark du bist. Sie wirkte total gefasst, als ginge sie die Entführung ihres Cousins überhaupt nichts an. Das glaube ich nicht. Trotz ihrer kühlen Fassade ist Carla eine sehr gefühlvolle Frau. Ich bin mir sicher, dass ihr Sebastians Entführung auch nahe geht. Wenn du mich so fragst, ja. Wirklich? Ach komm, versetz dich doch mal in Stellas Lage. Hättest du dich dann nicht abgewiesen gefühlt? Dabei wollte ich gar nicht so abweisend klingen. Wieso hast du ihr Angebot überhaupt abgelehnt? Ein bisschen Unterstützung hätte wirklich nicht geschadet, so wie die Stimmung hier momentan ist. Das mit Sebastian, das setzt mir einfach total zu. Ich weiß gar nicht, wie ich da noch die Holding und Königsbrunn handeln soll. Das verstehe ich. Ich mache mir auch schlimme Sorgen um Sebastian. Ich frage mich einfach die ganze Zeit, warum ich mich nicht mehr um ihn gekümmert habe. Vielleicht hätten wir die Entführung verhindern können. Wie denn, Carla? Ach komm, mit unseren Selbstvorwürfen helfen wir wirklich nicht weiter. Ich weiß. Du hast sie vorhin nicht erlebt. Olli, nimm dir den Rest des Tages frei. Weißt du, heute ist sowieso nicht viel los. Linda und Azar schaffen es auch ohne dich. Wieso sollte ich? Weil man dir anmerkt, dass du diese Nacht kaum ein Auge zugemacht hast. Also ich verkraul mit meiner Laune deine Gäste. Tut mir leid, ich versuche mich zusammenzureißen. Olli, so war das nicht gemeint. Also komm, bitte, geh nach Hause. Hm? Siehst du, das meine ich. Der Neffe ist völlig fertig und dabei ist er noch nicht mal mit Sebastian verwandt. Ja, trotzdem, ich muss Carla verteidigen. Von klein auf wurde ihr schon beigebracht, ihre persönlichen Befindlichkeiten zu ignorieren. Naja, die Lektion hat sie ja perfekt verinnerlicht. Ja, das muss sie auch. Sowohl als Gräfin als auch als erfolgreiche Geschäftsfrau. Trotzdem ist mir das irgendwie unheimlich. Ich meine, wie kann sie ihre Gefühle in so einer Extremsituation so 100% im Griff haben? Ich wäre wahnsinnig vor Angst, wenn das Christian oder Gregor passieren würde. Ja, das ginge mir mit Olli genauso. Ach, sogar mit Olivia. Aber wir sind eben auch anders erzogen worden als Carla. Jedenfalls habe ich mich bis jetzt ziemlich in der Gräfin geirrt. Ich hätte nie gedacht, dass sie so kopfgesteuert ist. Jedenfalls konnte ich Stellas Angebot nicht annehmen. Weil du immer noch was für sie empfindest? Und weil es nicht auf Gegenseitigkeit beruht und weil sie unsere Angestellte ist und weil ich sie ständig sehen muss und. Ihr Angebot hat mich einfach überfordert. Sebastian soll sich wohlfühlen, wenn er zurückkommt. Hast du heute eigentlich schon was gegessen? Würden Sie mich vielleicht einen Moment mit ihr alleine lassen? Bitte. Na, schulst du auf Putzfrau um? Aha. Früher konnte ich dich mit meinen flachen Witzen immer aufhalten, wenn es dir schlecht ging. Und zu denen kommt ein Elefant zum Arzt und sagt, Bitte verschon mich. Ich bin kein kleines Mädchen mehr und heute gehe ich anders mit solchen Sachen um. so viel anders aber auch wieder nicht. Du hast schon früher die Nahrungsmittelaufnahme eingestellt, wenn du Sorgen hattest. Es gab da allerdings immer eine Ausnahme. Weingummi? Na? Ich habe solche Angst um ihn. Das ist doch alles, was ich habe. Sie werden ihn finden. Ganz bestimmt. Das war Olivia. Sie wollte wissen, ob es was Neues gibt. Sie scheint sich auch große Sorgen um Sebastian zu machen.
Hey. Ganz ruhig. Hier ist Welle Mönchengladbach 107,03. Die Polizei durchkämmt immer noch den Großraum Düsseldorf auf der Suche nach dem entführten Sebastian von Lahnstein. Es ist nicht das erste Mal, dass die prominente Grafenfamilie von einer Entführung heimgesucht wird. Diesmal scheint wohl ein Liebesdrama Auslöser der schrecklichen Ereignisse. Die Polizei hat den Entführer gefasst, aber das Opfer befindet sich weiterhin in größter Gefahr. Und nur der Täter kennt das Versteck. Doch der liegt seit gestern Abend im Koma, aus dem er vielleicht nie wieder aufwachen wird. Was gleichzeitig den Tod des jungen Anwalts bedeuten würde. Das ist doch zum Kotzen. So eine reißerische, unseriöse Berichterstattung. Aber der Moderator hat recht. Sebastians Chance zu überleben ist gleich 0. So etwas darfst du überhaupt nicht denken. Wir klammern uns schon die ganze Zeit an eine vollkommen unrealistische Hoffnung. Warum muss Sebastian sterben? Gerade jetzt, ich liebe ihn doch. Jetzt. Hörst du mich? Du kannst mich doch hier nicht verdursten lassen. Jetzt bist du da! Komm schon, mach mich los. Mit dir wart auch mal Freunde. Du kannst mich doch hier nicht verrecken lassen! Jetzt! Hallo! Hört mich jemand! To